Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im letzten Video habe ich damit angefangen, meinen Hühnerstall zu bauen. Der ist inzwischen fertig und echt gut gelungen. Bleibt bis zum Ende dran, um das tolle Ergebnis zu sehen. Wie versprochen geht es zuerst mit der Veranda weiter. Den Boden habe ich aus USB-Platten gefertigt. Diese sind wasserfest verleimt und bieten somit auch unbehandelt schon einen guten Witterungsschutz. Das Geländer besteht aus Sperrholzstreifen. Diese habe ich aus einer großen Sperrholzplatte gesägt, da diese ebenfalls wasserdicht verleimt ist. Als Geländerabschluss habe ich Leimbinder auf die passende Länge gesägt, damit man sich entspannt auf das Geländer lehnen kann, um die Tiere zu beobachten. Hier kommt die Hühnerklappe rein. Zuerst aber der passende Ausschnitt. Die Klappe vor den Ausschnitt geschraubt, schließt sie bei Dunkelheit und öffnet sich, sobald der Morgen dämmert. Um einen farblichen Akzent zu setzen, habe ich die Fenster und Türrahmen in weiß gestrichen. Bevor ich diese montiert habe, habe ich noch Fliegengitter vor die Fenster gespannt. In der Tür befindet sich ein Fliegengitter, durch das man hindurchgehen kann. Außen ist der Stall fertig. Innen muss der Stall noch eingeteilt werden. Ich möchte 2 Ablammbuchten einziehen, damit die zu früh gekommenen Lämmer bzw. die zu kleinen Lämmer im Winter nicht wieder bei mir im Schlafzimmer übernachten müssen. Anfangen tue ich jetzt mit der elektrischen Installation und dann geht es weiter mit der Inneneinrichtung. Die Installation ist fertig. Die Teichfolie ist auch endlich angekommen. Bevor ich die Teichfolie verlegen kann, muss ich allerdings noch die Ablegeboxen einbauen. Ich habe mir 4 gebrauchte besorgt, die habe ich auch schon sauber gemacht. Dann habe ich hier noch 2 Futterautomaten mit einer Klappe, sehr gut gegen Nagerbefall, und noch 2 Sitzstangen, bzw. 3 Sitzstangen, die werde ich dann auch noch einbauen. Danach geht es mit der Teichfolie weiter und dann kann ich hier einstreuen und die Hühner können einziehen.
ist verlegt. Die Legeboxen und Sitzstangen sind angebracht. Bevor die Hühner endlich einziehen können, muss ich jetzt allerdings noch die Ablagbuchten einbauen. Der Hühnerstall ist fertig. Die Hühner waren jetzt 2 Tage komplett drin. Jetzt sind sie es auch gewohnt, gehen nachts rein, kommen morgens raus, so wie das sein soll. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, ein paar Kommentare und auch gerne ein Like. Bis zum nächsten Mal.